Mach mal was Verrücktes. Trau dich, zerknülle das Papier und drucke damit. Das gibt tolle Strukturen und macht Spaß. In diesem Quick-Tipp geht es um ein tolles Papier, das man zerknüllen kann, das sich aber später wieder glatt ziehen lässt, mit dem man durchdrucken kann, und bei entsprechender Behandlung wird es sogar transparent. Also dranbleiben, es wird spannend. Das Material. Für diesen Trick brauchst du Taiwan- oder China-Papier. Das ist ein sehr robustes Papier, das viel Feuchtigkeit verträgt und obwohl es so dünn ist, nicht reißt. Und dieses Papier hat 2 Seiten, dazu später mehr. Du darfst gespannt sein. Aber erstmal die Infos zur Vorgehensweise. Das Durchdrucken. Da ich möchte, dass sich die Farbe durch das dünne Papier gut durchdruckt, sprühe ich sie zum Verdünnen mit Wasser an oder verwende direkt verdünnte Acrylfarbe. Einen gleichmäßigen Farbauftrag vermeiden, das wäre langweilig. Das Papier entknittern, aber nicht komplett glatt ziehen. Auf die Druckplatte legen und hier und da andrücken. Das ist ein erster Druck. Das verknitterte Papier hat natürlich Muster auf meiner Druckplatte hinterlassen. Das gibt einen zweiten Druck, hier mal auf glattem Papier. Farbe abnehmen, nochmal ein toller Druck, diesmal auf Doré 170 Gramm Papier. Immer wenn das Schwarz nicht genügend durchdruckt, das Papier ansprühen und schon wird mehr Schwarz sichtbar. Die Druckplatte reinige ich erst dann, wenn ich klare Farben haben möchte, also ein reines, klares Gelb oder ohne jegliche Verschmutzungen. Ansonsten machen Farbreste auf der Platte Folgedrucke interessanter. Und noch ein Tipp, das Ding mit der angetrockneten Farbe. Wie bekommt man die nun von der Druckplatte? Na ganz einfach mit Feuchtigkeit. Egal ob du eine Schicht nasse Farbe aufträgst, die Farbe durch Ansprühen anfeuchtest oder das Papier selbst wässerst, Feuchtigkeit zieht immer trockenere bzw. angetrocknete Farbe von der Platte ab. Weil man mit diesem Papier durchdrucken kann, lassen dich die Drucke quasi von hinten beleuchten. Oder anders gesagt, du kannst nachträglich den Hintergrund gestalten. Rot und Gelb unordentlich auf der Platte verteilen und die Rückseite bedrucken oder wahlweise auch die Vorderseite. Das Papier hat 2 Seiten, eine glatte und eine, die samtig ist. Die samtige raue Seite saugt mehr Farbe auf. Hast du viel Farbe auf der Platte, nimmt die samtige Seite mehr Farbe von der Platte ab, als es die glatte tun würde. Wie bekommt man das Papier wieder glatt? Ganz einfach mit Wasser ansprühen. Gut nass machen und glatt streichen. Dann trocknen lassen. Sollte es dir nach dem Trocknen nicht glatt genug sein, zwischen Backpapier legen und bügeln.
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Jetzt musst du dich nur noch entscheiden, welche Seite des Papiers dir besser gefällt und damit weiterarbeiten. Entweder weiterdrucken oder das Blatt als Hintergrund nehmen und etwas draufmalen oder für eine Collage zerreißen und aufkleben. Ganz wie es dir gefällt. Und wie bekommt man das Papier nun transparent? Mit Acrylfirnis bzw. Acryllack. Dazu sollte das Papier richtig gut getränkt sein mit dem Lack, also so viel Lack auftragen, dass er nass auf der Rückseite durchschlägt. Nach dem Trocknen ist das Papier dann transparent und wird pergamentartig. Und wenn es dir gefällt, kannst du die Transparenzen auch ganz einfach wieder wegmalen oder durch weiteren Farbauftrag reduzieren. So ein Bild zwischen zwei Glasplatten im Rahmen gegen das Licht am Fenster aufgehängt, wird immer anders wirken, je nach Tageszeit. Ein Däumchen hoch von dir wäre super und natürlich freue ich mich auch über neue Abonnenten. Wenn du die Glocke neben dem Abo-Button anklickst, wirst du informiert, wenn ich was Neues hochlade. Viel Spaß beim Zerknüllen und Zerknittern und Ausprobieren. Bis demnächst!